Servus zusammen, wir alle kennen sie, Tabletop-Systeme wie Warhammer 40k oder Age of Sigmar. Es gibt natürlich nicht nur diese Spielsysteme, sondern noch viele mehr und darüber möchte ich mit euch heute mal sprechen und euch so ein paar Alternativspielsysteme zu diesen beiden Games Workshop Systemen vorstellen. Vor allem natürlich hoffentlich interessant für Einsteiger ins Hobby, die da vielleicht auch mal einen Überblick ein bisschen haben möchten, um zu sehen, was es so alles im Hobby bei uns gibt. Als genereller Aufhänger möchte ich hier noch sagen, ich werde hier jetzt keine Skirmish-Systeme oder so behandeln, sondern auf Systeme eingehen, die in Richtung, was Figurenanzahl, was Spielsystem und ähnliches betrifft, was Größe des Spiels generell anbelangt, sich ein bisschen mit Warhammer 40k oder eben auch Warhammer Age of Sigmar vergleichen lässt. Also das heißt, wir werden hier definitiv einen Blick auf Systeme werfen, die ein paar mehr Figuren erfordern, aber es gibt natürlich wesentlich mehr Systeme, auch eben Skirmish-Spielsysteme, und im Laufe der Zeit werde ich da sicher auch nochmal in diese Richtung etwas machen, beziehungsweise auch heute gar nicht alle Spielsysteme behandeln, die es so gibt oder die mir so einfallen, sondern die für mich aktuell natürlich auch ein bisschen interessanter sind, weil ich sie aktiv spiele, beziehungsweise sie auch kenne. Bitte vergesst nicht, wenn euch irgendwelche Spielsysteme dazu noch interessieren oder ihr welche kennt, die ich nicht behandelt habe, die auch in diese Richtung gehen, schreibt das gerne in die Kommentare und in einem nächsten Video werden wir uns dann möglicherweise um diese Systeme dann kümmern. Aber ich hätte gesagt, fangen wir mal an und ich starte hier dann auch firmenbezogen, wenn es zum Beispiel mehrere Systeme von einem Unternehmen geben sollte und eben nicht jetzt irgendwie in eine Kategorie Fantasy, Science Fiction unterteilt, sondern ich werde hier aus der Sicht des Unternehmens ein bisschen vorgehen, was die Spielsysteme betrifft. Und da möchte ich gleich mal starten, weil wir es ja auch hier schon das ein oder andere Mal auf dem Kanal haben, mit Kings of War beginnen. Ist natürlich jetzt nichts, was sich direkt vergleichen lässt mit Warhammer 40k oder Age of Sigmar, da hier eben Regimenter zum Einsatz kommen. Also wir haben hier ein Rank-and-File-Spielsystem. Ich habe es aber deswegen mit reingenommen. Erstens, weil es natürlich aktuell bei mir schon die ganzen letzten 2 Jahre ein Thema ist und weil natürlich früher hat es Warhammer Fantasy gegeben und das ist eine sehr gute Alternative dafür, falls jemand zum Beispiel über Total War Warhammer oder so ins Hobby findet und sich dann denkt, ja, Warhammer Fantasy, das Spielsystem, das gibt es ja anscheinend gar nicht mehr oder ähnliches. Dann gibt es hier eine Möglichkeit, sich das Ganze eben anzusehen in dieser Form mit Kings of War. Eben wie gesagt, wir haben hier ein Rank-and-File-System und von der Spielgröße her dann so um die 2000, 2300 Punkte. Da hat man dann schon eine Reihe von Einheiten, von Regimentern oder auch Horden. Also da kommen dann schon einiges auch an Figuren zusammen, wenn man sich überlegt, dass ein Regiment im Regelfall 20 Modelle umfasst und eine Horde dementsprechend 40. Und wenn man dann mehrere davon hat, also so 100 Modelle plus, kann man hier dann eben schon rechnen, mit eben dann Monster noch dazu und ähnlichem. Und eben dieses Spiel wird herausgebracht von Mantic Games und bietet euch eigentlich alles, was ihr im Fantasy-Setting so erwarten könnt, à la Warhammer Fantasy, weil ja auch damals das darum herum aufgebaut gewesen ist. Also alle möglichen Armeen, die ihr dort spielen konntet, sind auch irgendwie hier vertreten, mit mittlerweile auch ganz schönen neuen Armeen und auch einem neuen Regelbuch, das uns hier dann in Kürze erwarten wird. Dann gehen wir weiter und bleiben bei Mantic, und zwar Firefight. Das ist ein Spiel, das heuer in der 2. Edition hier, wo ich das Regelbuch gerade in der Hand halte, erschienen ist. Das ist etwas, das in Richtung Warhammer 40k geht. Bedeutet, ihr habt hier ein Science-Fiction-Spielsystem mit Armeen so in einer Größenordnung von 1000, 1500 Punkten, was auch von den Modellzahlen ungefähr auch dem entspricht, was ihr bei Warhammer 40k für die gleiche Größe bekommt. Also ihr seht auch hier,
Das Spielsystem geht dann auch dadurch, dass die Einheiten dann so 5 bis 10, teilweise auch 20 Modelle groß sein können, in eine ähnliche Richtung, was die Truppenzusammenstellung betrifft. Und damit lässt sich dieses Spiel sehr gut vergleichen mit eben Warhammer 40k. Hat aber ein paar interessante andere Spielkonzepte dabei, wie zum Beispiel, dass hier alternativ aktiviert wird. Also jeder Spieler nur eine Einheit, dann ist der andere Spieler an der Reihe. Das kann mit verschiedenen Elementen dann eben auch ausgehebelt werden. Und was auch ganz interessant ist, ihr habt ein paar Armeen, die sich durchaus vergleichen lassen mit Warhammer 40k, wie den Enforcern zum Beispiel, so ein bisschen Richtung Space Marines, oder auch andere Armeen, die dann in eine Richtung wie zum Beispiel ein bisschen älter gehen können. Oder natürlich gibt es hier auch Orks, jedoch der Fluff-Teil, der Hintergrund ist ein komplett anderer Schwerpunkt, aber auch sehr interessant meiner Ansicht nach, auch wenn natürlich bei weitem nicht so umfangreich. Aber auch das wäre eine Alternative und vor allem interessant, weil man hier eben auch die alternative Aktivierung hat und nicht ein Spieler mit allem an der Reihe ist. Das waren jetzt mal zwei so Spielsysteme zu einmal Fantasy, einmal Science Fiction von eben Mantic Games, wie gesagt. Jetzt möchte ich euch noch ein weiteres Spielsystem erwähnen. Das kann ich euch jetzt nicht in Form eines Regelbuchs zeigen, weil ich hierzu nichts habe. Und zwar ist das War Machine bzw. War Machine und Hordes. Ich habe dazu auch vor kurzem mal ein Video veröffentlicht, aufgrund der Ankündigung, dass eine 4. Edition erscheinen soll. Ich werde euch dieses Video hier oben auch jetzt verlinken und ihr findet generell auch sämtliche Playlists zu diesen Spielsystemen, die ich auf dem Kanal habe, dann auch hier unten in der Videobeschreibung, falls hier jemand Interesse hat, sich diese Spielsysteme etwas näher anzuschauen. Aber eben, wie gesagt, jetzt mal zu War Machine bzw. War Machine und Hordes. Das sind aktuell zwei Spielsysteme von Privateer Press in der 3. Edition, die ein bisschen anders funktionieren, mit aber grundsätzlich den gleichen Regelprinzipien. Somit können beide Spielsysteme gegeneinander gespielt werden. War Machine geht eher mehr in Richtung Steampunk oder eben so Warjacks, so Roboter, die man hier dann eben steuert als Warcaster, der quasi den Spieler dann darstellt auf dem Spielfeld. Und dazu hat man dann eben noch neben diesen Einzelfiguren und größeren Figuren auch noch verschiedene Truppen, sodass man insgesamt dann auf weniger Figuren kommt, als man es bei Warhammer 40k hat oder bei Age of Sigmar, aber dennoch auch größere Einheiten von 5 bis 10 Modellen und mehr teilweise. Also auch doch schon ein bisschen vergleichbar und ein sehr interessanter Hintergrund. Hordes ist grundsätzlich das gleiche, nur hier, wie gesagt, das Spielsystem kann gegen War Machine auch gespielt werden. Ausgetauscht werden hier nur die Warjacks gegen War Beasts, eben lebende Kreaturen. Ansonsten funktioniert es recht ähnlich vom Spielsystem her und anstelle von den Warcastern als Anführern hat man eben Warlocks. Auch das wieder sieht man, ist schon in einem sehr fantasy-lastigen Setting eben angesiedelt und lässt sich daher auch ein bisschen mit dem Thema Age of Sigmar dann vergleichen, auch wenn es natürlich fantasy-technisch Hintergrund bezogen in eine total andere Richtung geht mit diesem Steampunk-Thema und so weiter. Auch viel Magie, aber eben nicht dieses High Fantasy à la Age of Sigmar und Stormcast Eternals zum Beispiel. Und dann noch ein Thema zu War Machine und Hordes. Das wird sich jetzt natürlich ändern. Das seht ihr eben in dem anderen Video, das ich schon gemacht habe. Da wurde kürzlich die 4. Edition angekündigt und diese heißt dann nur mehr War Machine und wird dann auch Hordes integrieren. Wird aber vom Grundprinzip her dann auch gleich bleiben. Da sollte man nur vielleicht überlegen, das Ganze noch abzuwarten und nicht unbedingt jetzt mit MK3 einzusteigen, sondern vielleicht dem Ganzen dann erst mit MK4 eine Chance geben. Aber sollte man vielleicht auch mit seiner Spielergruppe, beziehungsweise wenn man einen lokalen Laden hat, wo gespielt wird, abklären, wird hier weiterhin MK3 gespielt oder dann doch MK4. Das waren jetzt mal ein paar Spielsysteme im Bereich Science Fiction und sehr Fantasy-lastig. Davon eben, wie gesagt, Kings of War ein bisschen anders mit seinen Regiment-Spaces, die man verwendet, aber wie gesagt als Alternative zum alten Warhammer Fantasy jetzt gedacht.
Deswegen habe ich es hier herinnen. Ein weiteres Spielsystem in diese Richtung, das ich euch hier noch nennen möchte, ist The Ninth Age. Ein Spiel, das ich persönlich gar nicht gespielt habe, ist aber daraus entstanden damals, als Warhammer Fantasy eingestellt wurde, enthält dementsprechend auch quasi eine Weiterführung der Regeln, die dann von der Community weiter bearbeitet und angepasst, gebalanced wurden. Soll angeblich ein ganz gutes Regelsystem sein, vor allem wenn man früher Warhammer Fantasy gespielt hat. Mir war es damals dann einfach zu komplex, um mich dorthin einzuarbeiten. Deswegen habe ich es mir persönlich nie angesehen. Aber ihr habt hier die ganz typischen Sachen wie eben Regimenter, die ihr verschiebt, eben bewegt und einzelne Einheiten, Charaktermodelle und Kriegsmaschinen, eben wie auch bei Kings of War oder früher Warhammer Fantasy. Und auf Basis dessen, dass es eben ein Ableger, quasi eine Weiterführung von Warhammer Fantasy ist, habt ihr auch dementsprechend die dazugehörigen Armeen zur Verfügung, die es damals gegeben hat, weil ich gar nicht weiß, ob hier überhaupt eine eigene Figurenrange existiert, aber ich glaube, das ist nur ein Community-Projekt und da gibt es dann keine eigenen Figuren dafür, sondern ist wirklich dafür gedacht, mit Warhammer Fantasy Figuren zu spielen oder eben mit Alternativmodellen, wenn man sich da eine Armee aufbauen möchte. Von diesem Fantasy- und Science-Fiction-Thema möchte ich jetzt kurz noch wegkommen zu einer anderen Thematik. Und zwar natürlich auch im historischen Bereich gibt es da Spielsysteme, die ein bisschen mehr an Figuren benötigen und daher ein bisschen, auch wenn in eine andere Richtung natürlich aufgebaut sind, doch auch durchaus gewisse Merkmale aufweisen, die man so sagen kann zu eben den Games Workshop-Systemen. Und da möchte ich euch im historischen Bereich eben Flames of War vorstellen. Im Vergleich zu den bisherigen Systemen, die eigentlich so ungefähr im 28 bis 32 mm Maßstab daherkommen, ist Flames of War ein 15 mm Maßstab Spielsystem. Und wie gesagt, historisch steckt also, wie wir es hier auch sehen, den Bereich Zweiten Weltkrieg ab. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das für ihn interessant ist oder generell ein Thema wäre oder gar nicht machbar ist oder funktioniert. Grundsätzlich, ihr habt hier eben die Möglichkeit, im Zweiten Weltkriegs-Setting zu spielen, habt dementsprechende Einheiten und die dementsprechenden Nationen, wie eben Deutschland, Briten, Sowjetunion und so weiter, Italiener. Und ihr könnt dann natürlich auch ein paar andere Sachen natürlich auch spielen, Finnland, Ungarn, Rumänien. Und das Ganze ist hier eben ein bisschen dann auch aufgeteilt über verschiedene Schauplätze, wie eben dann Ostfront oder eben auch Nordafrika und dementsprechend müsst ihr euch dann entscheiden, welches quasi Setting ihr hier wählen möchtet, auch zu welcher Zeit zum Teil, weil eben Ostfront könnt ihr dann in verschiedenen Zeitbereichen spielen. Dementsprechend stehen euch andere Truppen zum Teil zur Verfügung, beziehungsweise haben diese andere Punktewerte. Das ist natürlich etwas, das man vorab absprechen sollte, in diesem Fall mit seinen Mitspielern. Aber ansonsten hat man hier sehr viele Möglichkeiten eben zu spielen in den verschiedenen Bereichen und ist für mich persönlich in der Hinsicht auch ein recht interessantes System. Also, weil meiner Meinung nach Flames of War die beste Möglichkeit zum Einstieg bietet mit den Zwei-Spieler-Starterboxen und den Army-Deals für doch vernünftiges Geld, wo immer auch ein Regelbuch mitkommt im A5-Format. Somit, wenn man da eine Zeit lang spielt, hat man alles, was man braucht. Beisammen auch mehrfach das Regelbuch und natürlich auch andere Spielsysteme bieten natürlich diese Zwei-Spieler-Starterboxen oder generelle Starter-Sets auch an. Was ich hier vielleicht noch erwähnen möchte, sind eben die Zwei-Spieler-Starterboxen von Kings of War. Denn die kommen mit ganz schönen Figuren immer daher, was man hier bekommt, um mal einigermaßen vernünftig anzufangen und auch eigentlich immer mit einem Regelbuch in der Spieleredition, wo eben die vollständigen Regeln ebenfalls enthalten sind. Nur so noch am Rande erwähnt. Wo wir hier bei Flames of War dann gerade waren, noch kurz nur erwähnt, es gibt hier dann noch eine Alternativvariante Team Yankee. Das ist quasi ein Spiel, das auf demselben Regelset wie hier die 4. Edition von Flames of War basiert, ist aber weniger historisch angelehnt, da es hier dann die Zeit auch verschoben wurde in die 80er und mit einem alternativen Verlauf eben, was den Kalten Krieg betrifft. Ist natürlich in der aktuellen Situation vielleicht nicht so einfach, deswegen
habe ich das Spiel auch noch nicht so wirklich behandelt hier auf dem Kanal. Ich möchte es hier aber erwähnen, weil es eben ein Alternativsystem ist oder beziehungsweise ein Regelsystem ist im 15 mm Maßstab ebenso, welches eben auf den gleichen Regeln basiert wie hier Flames of War. Daher als Vollständigkeit halber wollte ich es einfach erwähnt haben. Wenn es jemanden interessiert, braucht da eigentlich nur Team Yankee eingeben in der Google-Suche und dann solltet ihr, oder YouTube, und dann solltet ihr eigentlich gleich Ergebnisse dazu finden. Und dann möchte ich jetzt das Ganze abschließen noch mit einem Spielsystem, das ich persönlich sehr interessant finde, das aber, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, deswegen auch nur ganz kurz, habe ich es hier an den Schluss noch gepackt. Das ist kein Spielsystem, das bei uns hier in Europa wirklich gespielt wird oder überhaupt gespielt wird und wo man auch nichts mehr bekommt. Als ich damals eingestiegen bin, gab es noch Ulysses-Spiele als Vertrieb, die auch eine deutsche Edition herausgebracht haben. Das ist aber schon sehr lange her und aktuell gibt es das eigentlich nur mehr über Amerika direkt zu beziehen, und zwar die Sprache hier ist von War Gods. War Gods ist ähnlich wie Warhammer Fantasy oder auch Kings of War auf Regimentsbasis aufgebaut, funktioniert hier aber ein bisschen anders oder hat hier deutliche Unterschiede. Zum einen, es gibt 3 Settings, die ähnlich wie auch bei War Machine Hordes gegeneinander durchaus gespielt werden können, weil sie auf dem gleichen Regelsystem basieren. Und das erste Spiel dazu war War Gods of Aegyptus. Das ist das, was ich hier in der Hand halte, das Regelbuch. Auch dazu gibt es bereits Videos hier auf dem Kanal, falls das jemanden mehr interessieren sollte. Grundsätzlich gesagt, ihr habt hier ein Setting in einem ägyptischen Umfeld mit eben auch diversen Tierfraktionen, die an die verschiedenen Götter angelehnt sind, und habt hier dann eben auch alles, was ihr so von Warhammer Fantasy, Kings of War her kennen könntet, mit eben Regimenter, Einheiten, mit einzelnen Charaktermodellen, mit Monstern. Es gibt Untote, also alles ist dabei, aber halt alles auf das hier in Bezug auf Ägypten ausgelegt. Großer Unterschied ist hier einmal die Spielgröße. Es wird hier mit deutlich weniger Figuren gespielt. So ein Standardregiment hat meistens nur 10 bis 12 Figuren, manchmal sogar weniger. Wenn ihr zum Beispiel die Krokodile spielt, also die Sebeki, da habt ihr teilweise sogar nur 4 oder 5 Figuren, die die Standardgröße eines Regiments ist, aber ansonsten mit ähnlichen Prinzipien, was die Bewegung betrifft. Noch dementsprechend startet ihr hier mit wesentlich kleineren Armeen, daher vielleicht interessant. Was hier noch weiter interessant ist, ist, dass das Spiel sehr narrativ getrieben ist, also es gibt hier ein komplettes Kampagnensystem und meiner Meinung nach ist das Spiel auch ein bisschen darauf ausgelegt, dass man eben über die Kampagne seine Armee startet und hier dann immer weiter ausbaut und auch seinen Armeegeneral quasi über diese Kampagne immer weiter verbessert. Und dann, was noch sehr wichtig vielleicht ist für das Spielsystem und ein großer Unterschied zu anderen Systemen, sind hier diese Marker. Da habt ihr verschiedene Befehle für zum Beispiel Vorrücken, schnelles Vorrücken, Halten, Feuer frei zum Schießen, ein Links- oder Rechtsschwenk, Kehrtwende, Formation bilden, verschiedenste Dinge. Und diese werden, wie soll ich sagen, für Leute, die Star Wars X-Wing spielen oder kennen, dort habt ihr ja diese Drehrädchen, wo ihr die Manöver eingebt für eure Einheit, und diese werden verdeckt aufgelegt und am Ende dann nach Initiative-Reihenfolge umgedreht und ausgeführt. Und das gleiche passiert hier quasi auch. Jeder Spieler wählt für seine Einheit, die er noch auf dem Spielfeld hat, einen dieser Befehle aus, legt diesen verkehrt hinter die Einheit, und dann haben die Spieler abwechselnd die Möglichkeit, ihre Einheiten zu aktivieren, drehen jeweils dann den Marker um, wobei man kann hier beim Aktivieren, wenn man an der Reihe ist, auch eine Einheit des Gegners aktivieren. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Systemen. Dann wird dieser Marker umgedreht und die jeweilige Einheit muss diesen Befehl, den sie hier über den Marker vorab bekommen hat, dann ausführen. Ist in der Hinsicht vielleicht auch interessant, weil dadurch zum Beispiel eine Einheit vom Gegner aktiviert wird, die vielleicht einen Schussbefehl bekommen hat und dann aber noch außer Reichweite ist, weil der Spieler, der die Einheit kontrolliert, gehofft hat, dass sich die gegnerische Armee vorher etwas näher bewegt,
damit er dann schießen kann. Und so kann man da sehr taktisch, strategisch vorgehen und sehr interessante Spiele mit auch nur wenigen Figuren hinbekommen. Ich habe schon gesehen, das wird ein bisschen mehr zu War Gods, aber als ich ursprünglich gedacht habe, aber ich möchte es trotzdem noch abschließen. Das war mal War Gods of Aegyptus. Dann gibt es hier noch eine zweite Variante, War Gods of Olympus. Das hat ein eigenes Regelbuch, basiert grundsätzlich wieder auf denselben Regeln, die wir hier schon finden, nur mit dem Schwerpunkt auf antikes Griechenland. Dementsprechend habt ihr Armeen wie Athen, Troja, Amazonen, solche Dinge, eben auch mit einem dementsprechenden Fantasy-Einschlag. Und dort ist es eben so, dass diese Einheiten und Armeen, diese Fraktionen sehr menschlich geprägt sind oder in erster Linie mit Ausnahme der Titanen, die es eben auch gibt als Fraktion. Und hier ist das Ganze eben sehr auf verschiedene Tiermenschen-Fraktionen quasi aufgebaut. Und dann gibt es als letztes, als Abschluss noch War Gods of Hyperborea. Das ist quasi eine Winter-Schneelandschaft, quasi nordisches Setting mit eben Wendigos. Und das ist, glaube ich, auch nur die einzige Fraktion, die es hier gibt, weil das kein normales Regelbuch ist wie bei den ersten beiden Varianten, sondern nur so ein kleines Heft, wo ihr dann die Profile und eventuelle Regeln dann bekommt, eben für das Spiel. Aber auch hier wieder, ihr könnt alle drei von diesen Armeen gegeneinander spielen, also von diesen Spielsystemen, ihr könnt alle drei dieser Spielsysteme gegeneinander spielen. Seid hier also nicht darauf beschränkt, wenn ihr nur Olympus euch kauft, auch nur gegen Olympus spielen zu müssen, sondern ihr könnt das Ganze auch sehr schön mixen und somit sehr abwechslungsreiche Spiele auch hinbekommen. Und das war es jetzt mal mit diesem ersten Video dazu. Es gibt hier dann natürlich noch eine Reihe anderer Spielsysteme. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, ihr könnt es gerne in die Kommentare weitere Spielsysteme, die in diese Richtung tendieren und gehen, die wir hier jetzt behandelt haben, erwähnen. Das waren jetzt so mal die Systeme, mit denen ich mich selbst mehr auseinandersetze oder gesetzt habe und die ich auch besitze. Und in einem anderen Video später schauen wir uns dann vielleicht mal einen weiteren Durchlauf von anderen Systemen an. Und wie gesagt, was ich noch erwähnen möchte, unten in der Videobeschreibung sind die Links zu sämtlichen Playlists von diesen Spielsystemen, sofern diese auf meinem Kanal bereits behandelt wurden, sodass ihr euch hier weiter informieren könnt, wenn ihr weiteres wissen wollt zu diesen Spielsystemen.